Mit diesen Mods wird Ghost Recon Breakpoint schon fast zu einer Militärsimulation. Sie fügen ein nie dagewesenes Level an Immersion und Realismus in das Spiel ein und machen Breakpoint so schon fast zu einem komplett neuen Spiel. Die Erstellung dieses Videos hat auch deshalb so lange gedauert, weil ich mich selbst immer wieder dabei erwischt habe, wie ich einfach mit diesen Mods gespielt habe. Ich habe Motherland nochmal neu angefangen. Ich habe auch die Kampagne nochmal neu angefangen, weil es einfach so geil ist. Alle Mods, die ich dir hier zeige, sind untereinander kompatibel und funktionieren mit der aktuellen Version von Breakpoint. Das heißt, die Mods benötigen nicht die Pre-September-Patch-Mod. Wie du diese Mods im Einzelnen installierst, das zeige ich dir im nächsten Video. In diesem Video zeige ich dir einfach nur diese wahnsinnig geilen Mods. Zur First-Person-View-Mod sowie zur First-Person-View-Blur-Removal-Mod habe ich bereits jeweils ein separates Video gemacht. Deshalb werde ich hier nicht weiter drauf eingehen. Die neu hinzugekommene FP Camera Fix Mod sorgt allerdings dafür, dass bei Takedowns und dem Sammeln von Informationen die Kamera frei steuerbar bleibt, was nochmal um einiges geiler und immersiver ist als diese feste Cinematic Camera, die in der Ego-Perspektive halt einfach nicht richtig funktioniert. Die Spartan Mod ist bestimmt einigen von euch bereits ein Begriff. Sie sorgt unter anderem dafür, dass Gegner besser hören und sehen, Schalldämpfer, wie auch in echt, nicht vollkommen leise sind, Waffen eine realistischere Schadensmenge verursachen, Drohnen stärker auf Sprengstoff reagieren, ich habe das übrigens schon mal ausprobiert, eine Handvoll Raketen aus dem Raketenwerfer reicht vollkommen aus, um eine Behemoth-Drohne zu zerstören. Sehr, sehr geil. Außerdem sorgt die Spartan-Mod dafür, dass Gegner anders auf gehörte Schüsse reagieren, deine Munition beim Tod nicht aufgefüllt wird, sie begrenzt die maximal mitgeführte Munitionsmenge auf, ich glaube, 4 Magazine oder so und noch einiges mehr. Diese Mod ist ein absoluter Gamechanger, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Spartan UI Mod hat ebenfalls einige Funktionen in petto, die du dir selbst genauer anschauen kannst. Da ich allerdings sowieso fast komplett ohne HUD spiele, nutze ich persönlich diese Mod vor allem deshalb, weil sie die roten Kreise auf dem Boden entfernt, die den Explosionsradius von Raketen, Granaten usw. anzeigen. Die No Automatic Reload Mod macht genau das, was ihr Name vermuten lässt. Sie verhindert das automatische Nachladen, wenn deine Waffe leer geschossen ist. Damit gibt es den gefürchteten Deadman's Click jetzt auch in Breakpoint. Tracer and Smoke Trail Removal macht ebenfalls genau das, was sie sagt. Sie entfernt sowohl die Tracer, das sind diese Leuchtkugeln beim Schießen, als auch den Rauch von Geschossen. Damit ist es nicht mehr so leicht zu erkennen, von wo du genau beschossen wirst und Gefechte fühlen sich damit teilweise mehr nach Arma als nach Ghost Recon an. Die Sound Edits Mod entfernt die Treffer- und Kopfschuss-Sounds. Damit hörst du in einem Feuergefecht nicht mehr genau, ob du einen Feind getroffen hast oder nicht. Die Make Sense Mod V1 Wolf's Sound Gone macht etwas Ähnliches. Sie entfernt die markanten Geräusche und den Headshot-Sound der Wolves. Dieses Pling, ich mochte dieses Pling eigentlich, aber es ist halt einfach nicht immersiv. Die Immersive Gun Sounds Mod verbessert die Waffensounds einiger Waffen, indem sie für einen kohärenten Sound zwischen den Kalibern sorgt. Damit gibt es keine Waffen mehr, die sich eher anhören wie eine Airsoft. Hat's dich auch schon so oft genervt, dass sich Nomad immer in Blickrichtung der Kamera umdreht, sobald Gegner in der Nähe sind? Mit der Auto Rotation Removal Mod ist das endlich Vergangenheit. Zu Reshade und dem True Reshade Preset gibt's eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass Breakpoint damit einfach richtig geil aussieht. Alle Links zu den Mods packe ich dir in den angepinnten Kommentar und als kleinen Bonus packe ich dir für das extra bisschen Immersion da auch noch den Link zu meinem Video für die Sprachsteuerung der KI-Kameraden rein. Wenn du schon da unten bist, schreib mir gerne deine persönlichen Mod-Favoriten in die Kommentare. Ich bin echt gespannt, welche Mods du am besten findest.